In 2023 haben wir, Lukas, Marvin und David entschieden, den Kilimanjaro in Tansania zu besteigen. Davids Plan, jedes Jahr mindestens ein Projekt zu unternehmen, das den Körper und Geist an seine absoluten Grenzen bringt, hat uns somit nach Zentralafrika verschlagen. Der Kilimanjaro an der Grenze zu Kenia ist mit fast 5900 Metern der höchste freistehende Berg der Welt. Nach einigen Wochen und Vorbereitungen setzen wir uns in den Flieger zum Kilimanjaro Airport und werden dort am 12. Februar von unserer Support Crew in Empfang genommen. Viele Dinge ließen sich im Vorhinein nicht wirklich planen und somit finden wir erst bei der Ankunft heraus, dass wir mit einer Support Crew von insgesamt 12 Personen den Kilimanjaro besteigen werden, bestehend aus Guides, Trägern und einem Koch. Marvin, wie fühlst du dich? Erster Tag Machame-Route. Geil. Unsere Porter tun uns eher so ein bisschen runterpacen. Unsere Guides, wir haben 2 Guides Unsere Guides, ja. und 12 Porter. Ja. Und ja, wir tun uns eher runterpacen. Ich glaube, wir sind halt einfach fit und haben so ein entspanntes Tempo. Je höher wir natürlich kommen, macht es auch Sinn, dann langsamer zu laufen, weil es da, glaube ich, einfacher ist, die Höhe dann zu unterschätzen. Aber hier sind wir irgendwie auf 2400, 2300. Wir haben heute auch nur 11 Kilometer vor uns. Ist jetzt nicht die Welt, deswegen enjoyen wir lieber hier den Regenwald. Morning Day 2. Wir fallen awesome. Ich habe ein geiles Frühstück. Und gleich geht's los. Boah, war schon ein bisschen kalt, muss ich sagen. Also diese Sleepbags, die wir ausgeliehen haben,
Also irgendwie Komfort bis ein paar Minusgrad habe ich nicht gespürt. Meine Füße wurden kalt, mein Oberkörper Es war war ein bisschen fucking kalt in der Nacht. Keine Ahnung wie kalt. Aber es gab Raureif. Also, Wir sind auf 2800 Metern. Ja. Aber es war schon 0 Grad, Ich glaube glaube, ich. es war schon 0 Grad. Obwohl ich gedacht habe, es hätte noch ein bisschen Plusgrad. Ich musste 3 Layer anziehen. Ich habe ein bisschen mit Marvin gekuschelt. Ich war alleine im Zelt, die waren zu zweit. Ja. Hier spielt tansanianisches Radio im Hintergrund. Kann auch kenianisches Radio sein. Kann auch schon. Wir sind nah an der Grenze zu Kenia. Genau. Ja. Heute geht's zur Etappe 2 auf 3,7. 3,7. Ja. Zu welchem Gate? Shirakawe. Shirakawe Gate. Ja. Marvin kommt auch gerade zurück, der hat eine E-Mail versendet. Marvin hat eine E-Mail versendet. Ich kann mir vorstellen, aber Signal hat mir manchmal trotzdem. E-Mail ist raus, E-Mail ist raus. E-Mail ist erfolgreich versendet worden. Okay. Sehr gut. Mountain Code. Ja. Okay, fast am Ende von Tag 2. Circa 3700 Meter. Wie ist die Atmung, Marvin? Ja, man merkt schon, es ist weniger Luft da auf jeden Fall. Also es ist von der, ja, vom Gehen her eigentlich jetzt gerade nicht so mega anstrengend, aber man merkt es von der Atmung einfach, finde ich. Ja. Es ist einfach weniger Sauerstoff in der Luft. Es ist um einiges kälter. Mütze angezogen. Weil der Wind nicht so durchgeht. Genau. Und die Vegetation ist natürlich komplett anders. Gestern noch Regenwald. Gestern noch Regenwald, heute Dünne Steppe oder so. nur noch kleine Sträucher, Nadelgewächse. Nadelgewächse. Und in ein paar hundert Metern sind die auch weg. Wir schrauben uns weiterhin hoch und sollten bald am Shira Cave Camp sein. Camp für die zweite Nacht. Welcome to Shirakawe. We're here. Ja. Let's go. People, they are really super good. Digga, bleib mal stehen. Weißt du, was heute für ein Tag ist? Oh, heute ist. Oh, ich weiß. Nee. Doch. Warte, soll ich dir einen Zungenkuss geben? Jo, mir ist gerade eingefallen, heute ist Valentinstag. Heute ist der 14. Februar. Ja. Wir sind hier 4000 Meter auf auf der 4000 Meter Höhe. Nur Männer. Nur Männer. Schönen aber- Valentinstag an euch Lieben da Girls, draußen. die da draußen warten. Ja, Rosen gehen raus. Ja. Und, Tulpen, rote Tulpen. Ja. Mm,
Ja, die Lage ist so. Einen Verletzten haben wir leider. Mittelmäßig verletzt. Gehört dazu in der Schlacht. Ja. Um die Liebe, um den Berg. Er nimmt's hart, wäre ein umgeknickter Knöchel, geschwollen. Ja. Man kann ihn trotzdem noch heiraten, also Girls, er ist auch noch im Rennen. Ja, er ist noch im Rennen natürlich. Ja. Und es fängt an zu regnen, obwohl dort hinten blauer Himmel ist. Echt? Wo? Ja, hier. Ah, stimmt. Es regnet immer mal wieder, Schauer. Naja. Marvin wird verarztet. Was passiert, Marvin? Ja, ich bin heute ein bisschen umgeknickt und ja, war schon erstmal ein ziemlicher Schock, muss ich sagen. Aber es hat schon ganz schön wehgetan und fühlte sich nach Bänderriss an. Wahrscheinlich. Ist jetzt bei einer Bergtour nicht ganz ideal. Nicht ja, gerade so. Ja, nur noch mit den anderen Herausforderungen von Höhe und Durchfall. Alles gut. Wir schaffen das. Nee, war schon ein kleiner Schock, aber hat auch schon echt gut wehgetan eigentlich. Was hast du gegen Schmerz gemacht? Ja, schön Ivo eingeworfen. Wie viel hast du heute schon Intus? Nicht zu wenig. Nein, ich hab 2,5, ja. Maximales Tagesdosis liegt bei 3. Die raren Momente des Internets werden direkt genutzt. 4G am Start. Unser Guide direkt Familie ausgetauscht. Fuck, es ist heute anstrengend. Wir sind auf dem finalen Aufstieg zum Lava Tower. Ich glaube, die Höhe ist 4400. 5500. 4500. Fehlen noch 100 Meter bis zum Lava Tower. Heute ist der 3. Tag, einer der wichtigsten Tage zur Akklimatisierung. Wir gehen auf 4600 und dann wieder runter auf 4000. Schlafen dort. Ich struggle heute. Sehr anstrengend. Ich habe immer mal wieder ein bisschen Schwindel, Kopfweh, Herzschlag geht immer wieder hoch und runter und ich spüre den Herzschlag auch im Kopf. Ja, ansonsten geht es mir ganz gut. Wir trinken viel, essen immer mal wieder, müssen es uns gut einteilen. Und inzwischen sieht man keinen einzigen Baum mehr, nur noch Steine und kleine Gräser und viel Wolken, die vorbeiziehen.
job. All did a good job. Good job. Good job, my friend. Good job. Nice. Good job. Hasan. Hi. Die Verhältnisse ändern sich hier schnell am Berg, gerade noch auf 4,6 gewesen. Auf einmal scheint die Sonne. Wir sind vielleicht wieder auf 4,1. Wird sich ausgezogen, Sonnenhut aufgesetzt, Sonnenbrille angezogen, Sonnencreme aufgetragen. Und trotzdem kommen da gleich wieder die nächsten Wolken und das bedeutet wahrscheinlich wieder gleich 10 Grad Temperaturunterschied. Andererseits, die Sonne lässt uns nicht ganz im Stich, scheint uns hier an, also wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Wahnsinn, jetzt kommt es mal so richtig raus. Mega geil. Das ist jetzt das Ende vom dritten Tag. Wir waren auf 4600 Meter Höhe, sind wieder zurück auf 3900 und resten. Wir haben einen phänomenalen Blick auf den Kilimanjaro. Irgendwie erscheint er immer größer und mächtiger, umso näher man ihm steht. Also die Spitze sind nochmal ganze 2000 Meter höher, als wo ich gerade stehe. Wir haben... Jumbo! Jumbo! Hey. Wir werden hier bestens versorgt. Also die anderen beiden Männer sind schon im Zelt und stärken sich nach diesem kräftezehrenden Tag. Heute gibt es wieder besonders gutes Essen. Schauen wir mal. Der bester Mann Kisa. Yeah, some of the Wahnsinn. contents is baking flour. Mixed with the salt, Sieht das gut aus. sugar. Sugar? Yes. Marvin, vierter Tag. Vierter Tag. Leichtere Etappe heute. Leichtere Etappe heute, ganz klar. Vom Karanga Camp zum erstes Camp? Nee, vom Barranco Camp zum Karanga Camp. Vom Barranco Camp zum Karanga Camp über die Barranco Wall. Ein steiler Anstieg. Ich hätte gar nicht so eine steile Section erwartet auf dem Kilimanjaro. Aber hat Spaß gemacht. Aber nur so 300 Höhenmeter ungefähr. Und wir sind auf jeden Fall besser akklimatisiert als gestern, jedenfalls ich. Gestern Nachmittag, ja. Die ganzen Symptome, die ich gestern hatte, sind fast weg, außer Kopfschmerzen. Und irgendwie atmet man wieder normal. Lukas geht's auch viel besser. Dem Lukas ging es schon immer gut, aber das ist auch kein Wunder, weil der hat viel größere Nasenlöcher als wir. Hier sieht man das. Es auch hin und wieder brennt auf dem Kilimanjaro. Boah, das sieht crazy aus. Das ist ziemliches Wasteland hier. Über den Wolken, Marvin.
muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, liegen darunter verborgen. Und dann was ein wichtig scheint, Ist auf einmal nichtig und klein. Dinner time! Guten Morgen. Morgen. Wir haben hier richtig geile Pancakes und Porridge am Start, das irgendwie mit Backpulver vermischt ist. Das ist irgendwie ganz dickflüssig, richtig geil. Also mein Magen bläht sich schon so ein bisschen von innen auf, aber ich glaube, ich kann die Auftriebsgase dafür nutzen, dann den Berg gleich hochzuschießen. Wird auf jeden Fall ziemlich gut. Ja, um das nochmal in den größeren Kontext hier einzubetten. Wir sitzen hier gemütlich im Karanga Camp, haben einen mega geilen Sonnenaufgang erlebt, sind tatsächlich mal um 6 Uhr geweckt worden. Geil, war noch dunkel einfach. Es wurde uns zwar jeden Tag gesagt, aber es wurde immer 6:30 Uhr, 6:40 Uhr oder sowas. Das hat sie natürlich dann auch immer Wir kriegen dann immer direkt Tee. So Ingwer-Tee. Am Bett, das ist schon Service. Ja, also schon Service, aber der Tee, der wird auch so voll gemacht, so wirklich bis zum Rand. Das heißt, du kannst dich eigentlich dann mit dem Ding nicht mehr bewegen, weil sonst schüttest du alles im Zelt. Das heißt, du hast auch direkt schon so eine kleine sportliche Herausforderung am Morgen. Ja, definitiv. Und, aber ist ganz geil, also ich finde es echt geil zum Aufwachen so, das ist so... Und unser Aufwärtsservice, der geht nicht weg, bis jeder nicht seinen Tee entgegengenommen hat. Also der David, der regelt sich manchmal noch so eine Minute länger, da wird nicht locker gelassen. So. Nee, der Kieser ist da wirklich, bleibt da dran, das macht er schon gut. Genau, heute haben wir wirklich mal eine harte Deadline, wenn wir wirklich loslaufen wollen, 8:30 Uhr. Das ist in Deutschland 6:30 Uhr. Mit der Zeit. Ihr schlaft noch alle, ihr Pisser. Freut euch. Ja, Pisser, Ja, aber dafür haben wir heute, ich glaube, jetzt wirklich die interessantesten 24 Stunden der Tour vor uns. Wir müssen heute Nacht um 11 Uhr aufstehen. Um 11 Uhr, gebt euch das mal. Das ist einfach noch derselbe Tag. Und um Mitternacht laufen wir los dann auf den Gipfel. Also wenn alles gut läuft, sind wir jetzt in einem genau 24 Stunden auf dem Gipfel. Ja, und schauen uns da den Sonnenaufgang an. Das ist schon echt, boah, da kribbelt's bei mir. Ja, und heute schauen wir uns hoch zum Barafu Camp, das ist auch Basecamp genannt. Dort werden wir quasi den Tag über verbringen, schlafen und wirklich, wie gesagt, dann halt kurz vor Mitternacht oder Mitternacht ungefähr aufbrechen. 11 Uhr aufstehen, vorbereiten. 24 Uhr geht's dann los, damit wir um 7 Uhr morgen auf dem Gipfel stehen und dann irgendwie so auf, ja, Sinkflugebene irgendwie oder Überlandflugsebene, Höhe, ja, auf dem Gipfel zu stehen. Es ist schon verrückt. Ja. Wie bist du drauf? Lukas, wie siehst du das? Sehr geil, wir machen das. Ja. Wir haben auf jeden Fall gute Gesundheitswerte bisher. Und das machen wir easy. Ja. Hab Bock. Haben Bock, ja. Ein paar kleinere Challenges gab es halt immer, aber ich glaube, die haben wir bis jetzt ganz gut umkurvt. Drückt uns die Daumen. Seit ca. 3 Tagen leben wir einfach über den Wolken. Letzter Sonnenuntergang bevor der Gipfelnacht. Wir haben gerade zu Abend gegessen. Mir geht's ganz okay. Ich hatte starken Kopfweh. Die ganzen 5 Stunden, die wir jetzt hier schon im Basecamp sind.
Aber ich fühle mich jetzt motiviert, bereit. Der Appetit ist natürlich nicht sehr groß. Ich habe es trotzdem geschafft, einen Teller Nudeln runterzukriegen. Wir werden jetzt gleich schlafen gehen. Und dann um 11 Uhr geht's los. 11 Uhr werden wir geweckt, um 12 Uhr ist Start. Und dann einfach nur laufen. 7 Stunden durch die Dunkelheit mit Headlights. Und ja, hoffentlich um 7 oder 8 Uhr mit Sonnenaufgang oben am Gipfel ankommen und schnell ein Foto machen. Direkt wieder runtergehen. Und dann das Wochenende, die nächsten 2 Tage wird einfach nur Abstieg sein. Genau, Spirits is up. Let's fucking do this. Okay, 12 Uhr nachts. Wir sind gerade aufgestanden, sitzen im Zelt und essen. Was essen wir, Marvin? Leckeren Porridge, der sieht so lecker aus. Kann ich dir mal zeigen irgendwie? Ja, komm, voll ins Gesicht. Das ist gar nicht so schlecht, aber kann man schon ganz gut essen. Ah, der ist gut, der schmeckt lecker. Der gibt jetzt die Energie, die wir brauchen. Ja. Also, ja. geil. Ja. Läuft. Ja, für uns ist die Stunde 0. Wir sind sehr warm angezogen. Ich habe noch nie so viel Klamotten getragen in meinem Leben. Das ist auch eine Erfahrung. Ich glaube, was sind wir? 6 Schichten oben, 4 Schichten unten. Ja, oder sowas. Doppelsocken, dicke Wanderschuhe, Mütze, Dicke, fette Handschuhe. ja, Handwärme haben wir auch noch am Start. Ja. Gestärkt durch Ingwertee. Gestärkt durch Ingwertee und Ja, alle nach dem Zwiebelprinzip angezogen. Und ich würde mal sagen, in einer halben Stunde geht's los. halbe Gratwanderung. Ich dachte, es
Der Abstieg hat begonnen. Wir fühlen uns alle, sind alle fertig. Kaputt. Komplett kaputt. Wo ist der Fallschirm? 1600 Höhenmeter würde ich sagen. Hier ist der Helikopterlandeplatz. Leider kommt keiner für uns. Leider haben wir keine Insurance, dass uns ein Helikopter abholen kann. Wir haben Insurance, aber ich glaube, das wäre teuer. Ja. Wie teuer? Wir sind heute Morgen vom Gipfel runtergekommen, haben 1,5 Stunden geschlafen im heißen Zelt. Kurz was gegessen, obwohl keiner richtig Appetit hatte. Und die Suppe war versalzen. verpfeffert. Naja, und jetzt versuchen wir so schnell wie möglich Höhenmeter zu verringern hier. Wir wollen heute auf... endlich mal alle keine Kopfschmerzen mehr machen. Ja, dass endlich mal die Kopfschmerzen weggehen und wollen heute auf 3,2 schlafen. Vorletzter Tag. Nachdem wir den Uhuru Peak, die Spitze von Afrika, erklommen hatten, begannen wir unseren Abstieg. Nach 3 Tagen über 4000 Meter über den Wolken und mit geringem Sauerstoff fühlten wir uns erschöpft, müde, aber unglaublich glücklich. Wir hatten viel über uns, unsere Körper, aber auch über den Berg gelernt. Vor allen Dingen aber hatten wir 7 Tage mit 12 Menschen verbracht, für die unser Respekt und Erstaunen Tag für Tag, Schritt für Schritt gewachsen ist. Heute besteht bei uns kein Zweifel, dass wir den Gipfel ohne unsere Guides und Porter nicht erreicht hätten. Nelson und Jackson waren während der 7 Tage nicht nur unsere Guides, sondern auch Doktoren, Coaches und Motivatoren. Sie haben uns auf alle Herausforderungen vorbereitet und diese meistens sogar antizipiert. Aber gerade die Träger haben einen unglaublichen Job geleistet. Sie haben nicht nur unser und ihr Gepäck, sondern auch Stühle, einen Tisch, 5 Zelte sowie Verpflegung für 3 warme Mahlzeiten Tag für Tag höher auf den Berg getragen. Und das für alle 15 Personen. Für uns war die Kilimanjaro-Besteigung ein Once-in-a-Lifetime-Erlebnis. Für die Porter ist es jedoch ihr tägliches Leib und Brot. Während der Saison haben sie zwischen den Besteigungen oft nur 1 bis 2 Tage Zeit, um sich zu erholen, bevor sie die nächste Gruppe begleiten müssen. Ihr Job ist knochenhart und verlangt ihnen alles ab. Gleichzeitig besitzen sie oft nur alte oder kaputte Ausrüstung und wir haben ständig Porter mit durchlöcherten Sneakers gesehen. Wir sind uns bewusst, wie privilegiert wir sind, den Kilimanjaro als Touristen besteigen zu können und sind daher von tiefstem Herzen dankbar für den Support der Einheimischen und für die Gastfreundschaft in Tansania. Asante sana. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata. Tembea pole pole, hakuna matata. Tulianza Machame, hakuna matata. Na Shira tukafika, hakuna matata. Barango tukalala, hakuna matata. Maranga tukaenda, hakuna matata. Tukaenda Barafu, hakuna matata. Tukaenda Uhuru, hakuna matata. Moto wamepiga, hakuna matata. Uhuru wamepiga.